Peter Kaufmann ist hier. Kann er beweisen, dass er noch mit Clarissa verheiratet ist? Aber frage nicht, zu welchem Preis. Das ist egal. Den Spaß, dass Clarissa meinen Namen und ihren Titel los wird, lasse ich mir gern etwas kosten. Ich hab dich vermisst. Ich hätte dir alles geglaubt. Wovon sprichst du? Clarissa hat dich erpresst. Und deshalb hast du mir das mit Arno gestanden. Hör mir einen Moment zu. Ich übernehme die Verantwortung für das Kind. Meinst du das wirklich ernst? Wenn ich es nicht ernst meinen würde, wäre ich nicht hier. Ich lasse sie beide besser mal alleine. Daniel, einen anderen Termin bekomme ich nicht mehr. Wenn ich heute absage, dann bedeutet das, dass ich das Kind auf jeden Fall... Ich weiß. Ich will aber nicht, dass du abtreiben lässt. Und du würdest dich wirklich um das Kind kümmern? Wenn es meins ist, ja. Ich meine, nicht nur finanziell. Aber ich habe eine Bedingung. Wenn ich von meiner Studienreise zurück bin, dann lassen wir so schnell wie möglich einen Vaterschaftstest machen. Ohne Clarissas Erpressung wüsste ich doch bis heute nichts davon. Ist es nicht so? Nein, es ist nicht so. Clarissas Erpressung war für mich der letzte Anstoß, um reinen Tisch zu machen. Lass es dir doch bitte erklären. Verschone mich mit deinen Erklärungen. Von Anfang an hättest du mir die Wahrheit sagen müssen. Stattdessen hast du mich nur belogen. Ja, warum habe ich dir denn die Wahrheit gesagt? Obwohl ich von dem Wettbewerb zurückgetreten bin, hast du dir das mal überlegt? Weil dir die Situation so brenzlig wurde. Clarissa hat alles gewusst, da bekamst du es mit der Angst zu tun. Genau so war es. Nein, das ist so nicht wahr. Sicher. Und dass du mit Arne geschlafen hast, ist wahrscheinlich auch nicht wahr. Nina, ich lieb doch nur dich. Was soll ich denn noch tun, damit du mir endlich glaubst? Am besten hältst du einfach deinen Mund. Ich kann deine Lügen nicht mehr ertragen. Und Gabriela? Was soll mit dir sein? Wenn sie nicht akzeptiert, dass du für das Kind sorgen willst. Sie wird es schon verstehen. Irgendwie. Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du ihr nichts sagen würdest. Klar. Das muss ich tun. Fragt sich nur wann und wie. Am besten wärst du, würdest es ihr so schnell wie möglich sagen. Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ich fahre morgen auf diese bescheuerte Studienreise. Ich kann Gabriela nicht eine Woche mit dieser Neuigkeit allein lassen. Kann ich dir irgendwie helfen? So, Frau Seeger, es wird Zeit. Danke, aber wir haben uns anders entschieden. Auf die Märchen dieser Welt. Auf dass sie alle wahr werden mögen. Was glauben Sie, welchen Absatz wir erreichen werden? Die sind eine bekannte Persönlichkeit. Zweifellos wird das Buch ein Bestseller werden. Ja, und an dem Werk hatten Sie auch den größten Anteil. Es war mir eine Ehre und ein wirkliches Vergnügen. Ich habe mir erlaubt, Ihr Honorar ein wenig nach oben zu korrigieren. Sie schmeicheln mir. Ihre Darstellung ist mir richtig nahe gegangen. Sie haben einen so lebendigen, mitreißenden Stil. Besonders die Passage über den Tod meines ersten Mannes. Meine Sorgen, meine Trauer. Selbst nach so langer Zeit ist mir das wieder richtig zu Herzen gegangen.
Nachdem sie den Totenschein ihres noch heute lebenden Gatten Peter Kaufmann gefälscht hatte, ließ sie zunächst ihren Freund Arno Brandner und eines ihrer Kinder im Stich, bevor sie sich als vermeintliche Witwe in die mondäne Gesellschaft einschlich und den Grafen von Anstetten heiratete und so weiter und so weiter. Eine Hochstaplerin im Adelsstand. Den Rest kennen wir ja. Das wird dir gar nicht gefallen. Ich muss sagen, ich habe mich selten auf ein Ereignis so gefreut wie auf diese Präsentation. Erinnerst du dich noch an unsere Bilderauktion? Oh, clever eingefädelt, obwohl ich zwischendurch ziemlich nervös geworden bin. Erst war sie die Betrügerin, dann wir die Betrüger. Dann wieder sie. Und am Schluss hat sie alles als PR-Gag hingestellt. Aber diesmal kommt sie nicht so leicht davon. Auch im Märchen siegt am Ende das Gute. Bei der ganzen Pressemeute, die sie eingeladen hat, gibt es einen Riesenskandal. Keine Sorge. Heute wird Clarissas Ruf endgültig ruiniert. Sie wird sich wünschen, nie einen Fuß in dieses Schloss gesetzt zu haben. Hallo Christian. Wie sieht's aus mit meinem Zimmer? Hey Marc, müsste eigentlich alles klar gehen. Wie lange eigentlich? Ein paar Tage, ein paar Wochen. Mal sehen. Ein Mann schneller Entschlüsse. Momentchen noch, ich muss sowieso gerade zur Chefin. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bitte? Kathis Ex-Bodyguard ist da wegen dem Zimmer. Oh, kannst du das für mich regeln? Geht klar. Dann bleibt jetzt nur noch das Vergnügen. Ein No-Limit-Sunset und der Tag wird zur Nacht. Es ist wirklich nett von dir, Christian, aber mir ist momentan nicht nach Scherzen. Der Lady da hinten schon. Mit den besten Empfehlungen für die traurige Dame in Grau, hat sie gesagt. Danke. Hoffentlich habe ich Ihren Geschmack getroffen. Ja, danke. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich... Bitte. Ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen frech. Aber ich habe Sie hier so traurig sitzen sehen und da habe ich gedacht... Kein Problem. Alicia Tavares. Ich bin Nina. Nina Ryan. Ryan? Typisch deutsch klingt das aber nicht gerade. Tavares aber auch nicht gerade. Und schon haben wir was gemeinsam. Gabriella, ich hab dir was zu sagen und das wird dir nicht besonders gefallen. Gabriella, es tut mir leid, dass ich noch mal auf dieses Thema kommen muss. Aber es geht nicht anders. Hi. Na? Du glaubst nicht, was heute passiert ist. Gabriella, ich muss dir was sagen. Daniel, lass mich erst mal erzählen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, erzähl. Okay. Auto, Fahrschule, Führerschein. Na? Ja, was wohl? Ich habe heute meine Fahrprüfung. In einer halben Stunde bin ich dran. Wieso? Ich dachte, das dauert noch ein bisschen. Ja, einer der Fahrschüler ist krank geworden und mein Fahrlehrer hat mir angeboten, die Prüfung zu übernehmen. Ich fass es nicht. Ja, ist echt klasse. Wo musst du hin? Zur Fahrschule. Ich mach bestimmt alles falsch. Netter Wagen. Kann ich mitfahren? Oh, sorry. Sag mal, wie ist das eigentlich im Kreisverkehr? Gilt der rechts vor links oder nicht? Wenn es nicht anders ausgeschildert ist, ja. Aha. Du machst das schon. Jetzt fühle ich mich viel besser. Was wolltest du mir eigentlich erzählen? Ach, ist nicht so wichtig. Vergiss es. Okay. Hui, wenn hier einer nervös sein darf, dann ich. Weißt du, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie es ist, wenn zwischen Nina und mir Funkstille herrscht. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Willst du denn aufgeben? Was soll ich denn machen? Nina glaubt mir nichts mehr. Warum sollte sie auch? Entschuldige, ich sitze hier und belästige dich die ganze Zeit mit meinen Problemen. Ach, Erika, ich bitte dich. Nur eines verstehe ich nicht. Als du vorhin mit Nina telefoniert hast, warst du doch so optimistisch, dass ihr beide euch aussprechen werdet. Sie hat mir auch allen Grund dazu gegeben.
Aber warum hat sie dir am Telefon solche Hoffnungen gemacht, wenn sie dann so abweisend zu dir war? Jemand hat ihr in der Zwischenzeit alles erzählt. Clarissa, die muss Nina aufgehetzt haben. Und? Soll ich dir jetzt die Schuld an allem geben? Egal. Wie man's dreht und wendet. Nina hat ja im Grunde recht. Ich habe an allem Schuld. Wo haben Sie gelebt, bevor Sie nach Deutschland gekommen sind? Bei meinem Vater. In Kolumbien. Hey, dann kennen Sie doch bestimmt auch Cartagena, oder? In Cartagena haben wir gewohnt. Da waren Sie auch schon? Islas del Rosario. Schöne Zeit damals. Haben die dann noch einen Wunsch? Trinken wir einen Rotwein? Mhm, gern. Eine Rioja? 2 Rioja, kommen sofort. Und jetzt verraten Sie mir den Ort, wo Sie noch nicht waren. Naja, der Mond, der Nordpol, Atlantis. Da kann man ja richtig neidisch werden. Und wer oder was hat es geschafft, Sie in Düsseldorf zu halten? Ach, das hatte verschiedene Gründe. Ich habe eine Zeit lang geglaubt, dass hier mein Zuhause wäre. Und was glauben Sie jetzt? Zum Beispiel, dass es Zeit wird, mit dem Sie aufzuhören. Zum Wohl, ihr beiden. Danke. Darauf trinken wir. Und was hält dich hier? Eigentlich nichts. Ich plane gerade meine Amerikareise, aber ich lasse es ein bisschen schleifen. Wo genau willst du dahin? New York, die Südstaaten und die Westküste. Und am liebsten gleich alles auf einmal. Du, wenn du noch ein paar Infos brauchst, ich habe jede Menge Bücher und Karten. Interessant. Wohnst du eigentlich weit von hier? Daniel will, dass ich einen Vaterschaftstest machen lasse. Aber du hast ihm doch sicher gesagt, dass er damit bis nach der Geburt warten muss. Er meinte nächste Woche. Warum? Eine Fruchtwasseruntersuchung ist nicht ganz ungefährlich. Darüber will ich mir im Moment gar keine Gedanken machen. Das kläre ich mit Daniel, wenn er wieder da ist. Wenn nicht, hat er eine gute Freundin weniger. Gabriella wird stinksauer sein. Sie kann ihn schlecht davon abhalten, für sein eigenes Kind zu sorgen. Selbst wenn der Vaterschaftstest vorliegt, wird sie behaupten, er sei gefälscht. Jetzt denk doch mal an was anderes und freu dich. Immerhin hast du einen Vater gewonnen, statt ein Kind zu verlieren. Oder hoffst du vielleicht doch noch, dass wieder was mit Daniel läuft? Das ist endgültig vorbei. Na also. Noch ein paar Kekse zum Kakao? Ja, gerne. Hier, die vereinbarte Summe. Besten Dank. Und sollte Clarissa Sie verklagen, werden wir selbstverständlich für die Prozesskosten und etwaige Schadensersatzforderungen aufkommen. Bei dieser Klage würde ihr auch ein Dutzend von Rechtsanwälten nicht helfen können. Sie hat keine Chance. Ich möchte mich noch einmal für Ihre Mitarbeit bedanken. Sie haben unserer Familie einen großen Dienst erwiesen. Sie können mir glauben, diese Interviews haben mich sehr amüsiert. Alles, was Sie mir an Fakten gegeben haben, hat Ihre Ex-Gattin komplett verdreht. Sie ist eine perfekte Illusionistin. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich überhaupt auf Sie reingefallen bin. Dafür wird sie heute auch bezahlen. Die Präsentation wird auf alle Fälle eine peinliche Angelegenheit für Sie. Ich kann es kaum erwarten. Ja, bis dann. Und wenn Sie sich entschließen, doch noch eine Biografie über sich in Auftrag zu geben, Rufe ich Sie ganz sicher nicht an. bis später. Wir sehen uns im Festsaal. Oh, jetzt wird es aber Zeit. Sonst kommst du womöglich noch zu spät mit unserem Stargast. Keine Sorge, ich bin schon unterwegs. Wenn Clarissa wüsste, was sie heute erwartet. Du meinst, klar. Das Beste kommt noch. Das hast du bei Louisiana auch schon gesagt. Dann spitz mal deinen Bleistift. Jetzt kommt nämlich San Francisco. Eine super tolle Stadt. Die besten Kneipen, die coolsten Leute. Und ich zeig dir jetzt, wo du unbedingt mal hin musst. Dann zeig mal her. Oh. Ja, also hier, das ist die Golden Gate Bridge. Da gibt's ein paar gute Kneipen. Und sag mal, kennst du ein paar Szenekneipen nur für Frauen? Ja, klar. Hier, in dieser Straße gibt es Bars, Buchläden und ein super cooles Café, das... Hast du eigentlich noch was vor?
Nichts Konkretes. Nein, entschuldige. Ich kann nicht. Was ist los? Geht einfach nicht. Liebeskrise und so. Warst du deswegen vorhin so deprimiert? Ja, es tut mir leid. Brauchst du sonst noch irgendwas? Ich hätte ja auch noch Seattle, glaube ich. Danke. Mit deinen Infos komme ich schon klar. Ich gehe mal besser. Oder? Wär mir lieb. Ich wünsche dir was. Clarissa, ich freue mich außerordentlich, der Präsentation eines so bedeutenden Werkes beiwohnen zu dürfen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich natürlich auch. Ja, und ich auch. Es gibt doch immer wieder Überraschungen. Deine Weisheit in Ehren. Nur der gute Henning scheint dem Ereignis nicht so ganz gewachsen zu sein. Der Neid? Die Ehrfurcht. Sind Sie komplett übergeschnappt? Einen schönen guten Tag, Frau von Anstetten. Gleich die erste Frage. Was erhoffen Sie sich von Ihrer Biografie? Die Verbreitung der Wahrheit, junger Mann. Wollten Sie ein Zeichen setzen, damit Ihre Kritiker verstummen? Nun, beantwortet das Ihre Frage? Nicht doch. Fotografieren Sie diese Version hier. Die kommt viel besser zur Geltung. Warten Sie. Sie wollen doch den Höhepunkt nicht vorwegnehmen. Wieso? Der ganze Tag ist doch ein Höhepunkt. Nein, lassen Sie den Leuten doch ein bisschen die Spannung. Das muss man schon sehr gut inszenieren, damit das ein Ereignis wird. Na gut, wenn Sie meinen. Das war knapp. Wäre nur der halbe Spaß gewesen. Wo Henning nur bleibt. Hallo Arno. Hallo Gabriela. Gibt's irgendeinen besonderen Grund für die Krawatte? Auf Friedenau findet eine interessante Veranstaltung statt. Willst du mit? Och nö. Hey, was versteckst du hinter deinem Rücken? Gibt es etwas, das ich wissen sollte oder nicht wissen? Überraschung. Ja, aber... Du darfst mir ruhig gratulieren. Also dann, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Prüfung hast? Ich wusste es ja selber nicht. Der Termin ist erst plötzlich frei geworden. Ich würde gern mit dir feiern, aber... Ach, schon gut. Mit Feiern ist erstmal Daniel dran. Also dann, viel Spaß. Und nicht vergessen, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Eigentlich wollte ich ja mit Daniel ins Grüne fahren. Gute Idee. Du, Arno? Wie wär's, wenn ich dich nach Friedenau fahre und du leihst mir dafür dein Auto? Hallo Mama. Ich wollte dir nur sagen, ich setze mich in den nächsten Flieger und komme zu dir. Ich kann im Moment nicht allein sein. Ich habe mich von Erika getrennt. So ist es richtig, Philipp. Immer schön die Ellbogen ausfahren. Danke. Wo ist die Sahne? Christoph, ich hätte dir einiges zugetraut, aber so weit hinter den feindlichen Linien. Abwarten, Freund, abwarten. Meine Damen und Herren, verehrte Gäste, wir sind hier, um das Leben einer prominenten Persönlichkeit ausführlich zu würdigen. Wir stellen hier die Biografie einer im wahrsten Sinne des Wortes einzigartigen Frau vor.
Ganz schön frech. Verehrtes Publikum, ich gebe das Wort an Gräfin Clarissa von Anstetten. Danke. Liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Zunächst einmal gilt mein Dank einem im wahrsten Sinne des Wortes einzigartigen Biografen, Herrn Georg Rüttenberg. Und jetzt weg mit dem Tuch. Aber bevor ich Sie nun mit Worten und Danksagungen langweile, bitte, überzeugen Sie sich doch selbst. Naja, also, ich stehe an dieser Ampel als Erste, ja? Und der Prüfer, der glotzt mir ununterbrochen auf die Finger. Ja, die können einen verrückt machen, diese Typen, was? Ja. Auf jeden Fall, die Ampel wird grün und was mache ich? Ich wirke die Karre natürlich ab und hinter mir hupt alles. Hauptsache, du hast bestanden. Ja. Hast du abgeschlossen? Oh nee, aber wenigstens hat das mit dem Parken funktioniert. Ja, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich bin auch froh, dass ich es hinter mir habe. Ohne deine Hilfe hätte ich nicht geschafft. Hallo? Daniel? Warum bist du so still? Gabriella, ich versau dir jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag. Aber es geht nicht anders. Ja, dann sag's mir nach der Studienfahrt. Das geht nicht. Ich habe Natascha davon abgehalten, ihr Kind abzutreiben. Verstehst du? Wenn ich doch der Vater sein sollte, ich könnte mir das nie verzeihen. Ist das das Ende Ihrer Karriere? Werden Sie Ihren Titel verlieren? Eine blühende Fantasie. Wollen Sie keine Stellungnahme abgeben? Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, wo Henning bleibt. Meine Herrschaften, ich bin sicher, Sie sind über diese bösartige Diffamierung genauso bestürzt wie ich. Was Sie hier sehen, ist nichts anderes als eine lächerliche Verleumdung. Und das kann ich jederzeit beweisen. Was hat das denn zu bedeuten? Na, was wohl? Christoph hat diesen Guldenberg gekauft. Und wenn die Sache mit Kaufmann rauskommt? Kaufmann ist tot und genau das habe ich immer wieder gesagt. Verehrte Gäste, an Gräfin Clarissa von Anstetten ist der Titel genauso falsch wie der Totenschein ihres angeblich verstorbenen Mannes. Glauben Sie diesem Betrüger kein Wort. Mein erster Ehemann ist unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. So, bin ich das? Hallo, Clara.